precious in the place when I lapse with my vibe and you can't keep the pace. Head to toe while I'm dripping in style, I'm fly. Hey Leute, ich bin selber gespannt, ob ich das hinkriege hier mit dem Motovlogging. Es ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, hier was Sinnvolles zu sagen und dort die nötige Aufmerksamkeit aufzubringen. Aber das kriegen wir schon hin. So, Friends, on the road mit der Doppel-R. Ich habe eine schöne Strecke rausgesucht. Ich bin hier schon zweimal gefahren, glaube ich. Die ist landschaftlich sehr schön, wie ich finde. Und dann gucken wir mal, wie das hier wird. Ja, die Maschine ist noch sehr neu. Wie man sieht, ich bin jetzt 335 Kilometer gefahren mit der Maschine. Bei 1000 hat sie die erste Kontrolle, die Einfahrkontrolle, und dann wird sie auch geöffnet. Das heißt, man sieht, hier ist noch der Begrenzer bei 9000. Aber dafür müssten wir sie jetzt ordentlich einfahren. So, was heißt das ordentlich einfahren? Das wusste ich vorher auch nicht so genau, weil ich hatte noch nie ein neues Motorrad. Also man soll den ganzen Drehzahlbereich benutzen und möglichst viel schalten, ja, die Gänge benutzen. Das ist so das für den Motor. Man soll möglichst wenig monoton fahren, sagt man. Also jetzt irgendwie stundenlang Vollgas auf der Autobahn zu fahren, wäre jetzt eher kontraproduktiv. Aber ich denke, Landstraße ist ein super Ding, um das einzufahren. Genau, das heißt aber auch, ich werde heute nicht ordentlich ballern hier, sondern ich will sie tatsächlich einfahren. Und ich will auch ein bisschen was zu den Fahreindrücken einfach erzählen. Damit zum einen ich so ein bisschen reinkomme in das Motovloggen und zum anderen für euch auch ein bisschen Infos dabei sind. Gerade für die Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich das Bike auch zu holen. Hier sieht man schon eine Geschichte, was super geil ist, der Tempomat. Also das ist so entspannend. Das kenne ich von anderen Bikes so auch nicht. Wenn ich hier leicht die Vorderbremse ziehe, dann springt sie raus, natürlich. Ansonsten habe ich hier den kleinen Schalter. Das heißt, wenn ich den hier davor schiebe, ist es komplett deaktiviert. Wenn ich es nach rechts schiebe, kann ich es benutzen, also dann ist es noch nicht aktiv. Das muss ich dann mit dem kleinen Hebelchen hier machen. So, jetzt gucken wir mal mit dem Neutralgang. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Das geht manchmal relativ schwerfällig, dass man den Neutralgang findet. Jetzt hat es gerade ganz gut geklappt. Der Tipp von meinem Verkäufer des Vertrauens, dem Dennis, war, ich soll doch vom zweiten Gang runterschalten. Das heißt, wenn ich den Neutralgang vom ersten Gang nicht finde, in den zweiten und dann sanft runterschalten. Das hat auch bisher ganz gut geklappt. Also nochmal zurück zum Tempomat. Super entspannt.
Ich kann die rechte Hand entlasten. Das ist wirklich ein Benefit. Wenn ich jetzt schneller fahren möchte, schiebe ich den Hebel ein bisschen nach vorne und sie beschleunigt. Ich kann währenddessen auch schalten. Ich schalte mal hoch. Ganz entspannt. Ich kann wieder hier Beschleunigung rausnehmen, indem ich den Hebel ein bisschen zurückziehe. Perfekt. Und das ist auch, was ich meinte mit dem Cruisen. Ja, ich bin jetzt hier im 5. Gang, ich kann noch mal einen 6. schalten. Die ist halt super gutmütig, ne? Fährt ganz ruhig hier im 5. Gang. Ich werde es gleich noch mal zeigen, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe zum Freilaufen. Aber auch hier, ne? Ich muss nicht runterschalten. Ich kann vom 6. Gang aus beschleunigen. Das kannte ich so von dem V2, von der Ducati zum Beispiel nicht so. Und das ist super schön. Also ist halt entspannt. Wenn ihr generell Fragen zu dem Bike habt, in irgendeiner Art und Weise, oder zu Fotos, die ich gemacht habe, oder irgendwie zu meinem Vlogging-Setup, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich werde dann in den nächsten Videos darauf eingehen, wenn ich nicht direkt in den Kommentaren antworten kann. Ja, hier so, wenn man zum Beispiel nicht heizen will, ich will einfach ein bisschen cruisen, will euch ein bisschen was erzählen. Tempomat rein, super geil, ich kann die rechte Hand entlasten. Ich kann mich ein bisschen aufrichten, ich könnte auch beide Hände wegnehmen und dann mit meiner Gewichtsverlagerung quasi das Motorrad steuern. Super entspannt. Kann ich nur empfehlen, probiert das mal aus. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich bin noch ein bisschen am Experimentieren mit meinem Vlogging oder Motovlogging-Setup. Ja, zur Tour. Ich habe mir hier bei Kalimoto was rausgesucht. Die Tour bin ich tatsächlich schon zweimal gefahren und die hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, hey komm, eine bekannte Tour kannst du mal fahren, um dich beim Motovlogging so ein bisschen auszuprobieren. Besser als wenn die Strecke jetzt komplett neu ist. Dann habe ich einfach ein paar mehr Ressourcen frei, um euch sinnvolle Sachen zu erzählen. Ja, ich habe jetzt quasi hier aus einem Racing-Bike ein Touring-Bike gemacht. Aber das kann man ja auch mal ausprobieren, ob man aus einer Supersportler hier ein gutes Touring-Bike machen kann. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos schon erzählt, dass ich von der Ducati komme, mit einem V2-Motor, 110 PS. Und jetzt einfach mal euch auch vermitteln will, wenn man von so einer Maschine kommt, wie fühlt sich denn hier so ein rein 4-Zylinder 210 PS Supersportler an beim Fahren. Und ich kann sagen, von der Motorcharakteristik weicher natürlich durch die 4 Zylinder.
die Kraft spürt man etwas später im Drehzahlbereich, würde ich sagen. Also da hatte die Ducati untenrum auch mehr als genug Kraft. Ja. Ansonsten Sitzposition, da war ich wirklich erstaunt. Also wirklich, wirklich erstaunt, wie entspannt ich hier drauf sitzen kann. Also es ist nicht so, dass ich permanent drauf liegen müsste. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich kann ja auch recht aufrecht drauf fahren. Und was mich noch mehr erstaunt hat, tatsächlich habe ich weniger Schmerzen irgendwie in den Handflächen und den Handgelenken als mit meiner Ducati. Und die Ducati war ein Sport-Tourer, also ne? Und sie hatte halt kein Tempomat. Das heißt, rechte Hand entlasten war nicht. Also ne, nur ganz kurz, selten beim Anhalten oder so. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier aus dem Navi gucken. 1,5 Kilometer links. So, mal schauen, ob es hier vielleicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, an dem LKW vorbeizukommen. Ich bin auch ehrlich gesagt echt mal gespannt, wie lange die X5 durchhält. Also wenn ich sie jetzt Dauer laufen lasse, das nimmt jetzt dauerhaft 8K 25 auf. Bin gespannt, ob sie irgendwann überhitzt, beziehungsweise wie lange der Akku hält. Grüß dich. So, hier muss ich abbiegen. Ach nein, er auch. Wundert mich, dass der hier so flott hochkommt, Mensch. Easy peasy, wahrscheinlich unbeladen. So, aber jetzt wird es wahrscheinlich gleich eine Möglichkeit geben, hier vorbeizukommen. Gehe ich mal stark von aus. Grüßt euch. Hi. Ja, das ist natürlich mit dieser Maschine easy, ne? Ganz kurz mal das Handgelenk bewegt, bist du vorbei. Das würde ich auch sagen, sind so die Vorteile, wenn man ein sehr hoch motorisiertes Motorrad einfach hat. Ich meine, das ist generell ein Vorteil, wenn du ein Motorrad fährst. Du kommst natürlich an LKWs nochmal deutlich einfacher vorbei als mit einem, ich sag mal, ein bisschen schlechter motorisiertem Auto. Aber das ist natürlich ein Kinderspiel mit einer Doppel-R. So, Tempomat, super entspannt durch das kleine Dorf hier durch. Das macht echt Spaß. Trotzdem immer bremsbereit bleiben, ne, Freunde? Oh, schöner Muster.
So, wie geht's denn eigentlich weiter? Erstmal mal geradeaus, okay. So, Stichwort Carbonfelgen. Die Maschine ist sowas von agil, das ist so krass. Also du kannst wirklich so ganz kleine Haken schlagen, fühlt sich wie so ein Hase. Das fühlt sich schon krass an, das hatte ich so auch noch nicht. So, ich hoffe, ich kriege hier mal so ein Stück, wo ich mir ein bisschen den Motorsound auch zeigen kann. Ein bisschen die Beschleunigung. Gucken wir mal. Also sie hat ja, ich würde sagen, nicht den Stock-Auspuff, also nicht den Standard-BMW-Auspuff, sondern schon die Akrapovic Volltitananlage. Nach meinem Empfinden hört sie sich geil an. Also noch nicht im Stand, aber wenn die Klappe aufgeht. Auch die Bremsen super kontrolliert, ne? Also ich kann hier wirklich mit einem Finger die Vorderradbremse ziehen und das fühlt sich einfach super kontrolliert an. Also sie verzieht nicht irgendwie die Spur oder dass es irgendwie unberechenbar wäre, sondern richtig gut, so wie man es halt auch haben möchte auf einer Supersportler, ne? So, wo müssen wir lang? Geradeaus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss die Fußrasten nochmal ein bisschen anpassen oder zumindest mal eine andere Position ausprobieren. Sie hat jetzt diese Gelis Fußrastenanlage und da kann man an 6 Positionen quasi selber einstellen, wo die Fußraste sein soll. Und auch der Gangschalter. Und bei mir ist es jetzt, glaube ich, so, dass sie unten vorne ist. Und ich möchte zumindest mal unten hinten probieren. Pferdchen. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere auch, warum fährst du da im Road Mode und nicht wie viele YouTuber wahrscheinlich im Racing Mode. Das hat ganz einfache Gründe, weil ich das Motorrad zum einen noch kennenlerne, zum anderen die Reifen noch nicht komplett eingefahren sind. Also die Hauptlauffläche natürlich, aber an den Rändern kann da noch ein bisschen Trennschicht und so drauf sein. Deswegen prügel ich sie noch nicht in die Kurven. Und es hatte auch ganz praktische Gründe, weil die eine elektronisch einstellbare Dämpfer hat, ne? Das ist übrigens eine auch ganz witzige Anekdote. Als ich mir dieses Bike hier rausgesucht habe, habe ich mir auch die M1000RR angeschaut und habe mich tatsächlich gewundert, warum die gebraucht, also vielleicht so 1-2 Jahre alt, gar nicht so viel teurer sind als die S1000RR. Und habe dann mit einem kompetenten Mitarbeiter gesprochen, würde ich sagen.
bei MCA in Altendietz. Der fährt selber eine Doppel-R, also eine S1000 Doppel-R. Und den habe ich gefragt, hier, da stehen auch 2 M1000 Doppel-R für, ich glaube, 28 haben die gekostet. Und das ist nicht viel für eine M1000 Doppel-R. Und habe ihn gefragt, warum stehen die da, kann ich die auch mal Probe fahren? Und dann hat er mir abgeraten und hat gemeint, die M1000 hat nicht so ein elektronisch einstellbares Fahrwerk. Das will man quasi beim Racing gar nicht haben, also auf der Rennstrecke. Was darin resultiert, dass sie quasi dauerhaft bretthart auf dem Asphalt liegt und das gar nicht so angenehm ist im Alltag. Also du kannst damit auf der Rennstrecke ballern, dafür ist sie gemacht. Aber wenn du auch mal in der Stadt irgendwie über Kopfsteinpflaster fährst oder die Straße hat nicht so eine gute Qualität, dann kann es ziemlich unangenehm werden. Also dann ist sie einfach hart. Ne? Also wenn dir das nichts ausmacht, go for it. M1000 ist dein Ding. Ansonsten hat er mir zumindest zur S1000 geraten. Und das ist auch ein Mitgrund, warum ich jetzt zum Beispiel im Road-Modus hier unterwegs bin, weil sie dann halt ein bisschen weicher gedämpft ist. Und natürlich spannend auch zu wissen, die ganzen Leute, die im Race Pro Mode unterwegs sind, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das irgendwie ein super krasser Racing-Modus ist, der total hart abgestimmt ist und aggressiv mit der Gasannahme. Du kannst dir den einstellen, wie du willst. Das heißt, du kannst da auch den krassesten Rain-Mode rausmachen im Prinzip. Und dann steht da halt Race Pro, aber du hast eine super weiche Gasannahme, du hast eine ganz weiche Dämpfung, du hast ganz hoch eingestellte Traktionskontrolle, kannst kein Wheelie damit machen, nichts. Das sieht man nicht, wenn da Race Pro steht. Deswegen werde ich wahrscheinlich später mir auch einen Race Pro Mode konfigurieren. Seit dieser Generation ist es standardmäßig dabei, dass diese Modi freigeschaltet sind. Ich glaube, in den Vorgenerationen war es so, dass du das dazu kaufen musstest. Was natürlich ein schöner Schachzug von BMW ist. Fertig. Auf welche Urlaub? Grüße. So, da hinten müssen wir gleich scharf links. Ich hoffe wirklich, ich laber hier nicht die ganze Zeit für umsonst und das Audio-Setup ist halbwegs angenehm. Ich bin halt jetzt auch noch viel am Ausprobieren. Ganz ehrlich, ich will irgendwie dahin kommen, dass es für mich möglichst wenig Arbeit ist, so Motovlogs zu drehen, damit ich einfach für euch auch Content raushauen kann. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel hier rausschneiden, auch wenn ich zwischendrin so ein bisschen dünnes gelabert habe. Ich werde aber demnächst auch ein paar Night Rides machen, weil ich habe mir hier diese X5 geleistet und da habe ich zumindest im Internet gesehen, dass sie einen sehr, sehr brauchbaren Nachtmodus hat. Und das wollen wir natürlich austesten. Und wenn das gut ist, könnte ich mir vorstellen, das öfter zu benutzen. Diese Agilität, gell? Von diesem Bike mit diesen Carbonrädern. Das ist schon geil. Und wieder hier jetzt zum Beispiel, ne, ich habe jetzt so ein leichtes, unangenehmes Gefühl in der Handfläche gehabt.
Tempomat rein, Hand entlasten, mal kurz durchbluten und oder Rücken mal kurz gerade machen. Super geil. So, dann das ist auch wirklich entspannt, wenn man so ein bisschen den Kopf entlasten will und gar nicht gucken will, irgendwie sind hier Blitzer oder irgendwas. Ich stelle einfach den Tempomat an und cruise ganz easy durch so ein Dorf durch oder durch eine Stadt. Und das ist total angenehm. Natürlich am besten, wenn nichts los ist. Fellow Bikers. Ja, was kann ich noch sagen über die S1000 RR von 2025? Ich schätze mal, wenn du dir schon einige Videos angeguckt hast über die Maschine, wirst du wissen, dass sie so ziemlich den smoothesten Quickshifter hat, den du dir so vorstellen kannst oder den es gibt auf Superbikes. Das kann ich dann gleich auch nochmal demonstrieren, wenn wir aus der Ortschaft raus sind. Auf Wiedersehen, genau. So, erster Gang. Zweiter Gang. Dritter Gang. Vierter Gang. Fünfter Gang. Sechster Gang. Fünfter Gang. Vierter Gang. Dritter Gang. Also ganz easy. Ja, und solche Straßen machen Spaß, ne? Da macht sie soundtechnisch halt auch Spaß, ne? Wenn die Klappen aufgehen. Oder die Klappe aufgeht.
Ach, sie fährt sich wirklich, wirklich traumhaft. Ne? Du kannst eigentlich aus jedem Gang ordentlich rausbeschleunigen. Die Bremse super präzise, die Straßenlage wunderschön. Ne? Man hat immer das Gefühl, man hat die Kontrolle über das Bike. So wie es natürlich auch sein soll. Kleiner Spoiler, ich habe schon ein SC Project Endtopf bestellt und mache dann gerne mal ein Vergleichsvideo, wie sich der Sound dann gestaltet. Also ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde den Sound jetzt schon nicht schlecht. Für Akrapovic Stock Auspuff finde ich ihn gar nicht schlecht. Klar, jetzt werden die Leute kommen mit ihren Doppel-Rs von 2015, 16. Die sagen, ja, Euro 3 klingt viel geiler. Mag sein, aber ich muss sagen, das hier ist nicht zu verachten. Und du hast halt trotzdem die neueste Technik natürlich beim neuesten Modell. Was ich super angenehm auch finde, ist dieser Kurzhub-Gasgriff. Also du brauchst einfach ein paar Grad weniger, dein Handgelenk zu drehen, um auf Vollgas zu kommen. Und trotzdem bleibt es sehr gut kontrollierbar. Also wenn du die Chance hast, das mal Probe zu fahren, das ist wirklich angenehm. Also ich brauche hier, ne, jetzt ist geschlossen, so gehe ich auf Vollgas, ich brauche nicht umgreifen und das ist super entspannt. Ja, ich habe ja gesagt, die Strecke macht Spaß. Schöne Motorradstrecke hier. Ich hoffe, ich kriege den Sound auch gut rüber. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das gestalten kann, dass man den Sound auch schön hört. Gerade wenn ich den SC Project dann auch dran habe. Derzeit mache ich so, ich habe ein DJI Mic 2 im Helm drin und ein zweites habe ich in meiner Jackentasche auf der rechten Seite und habe das eingepackt in eine Wintermütze, so ein Beanie. Und bin echt gespannt, wie da der Sound ist. Ob das brauchbar ist, dann werde ich das weiter auch so machen. Ich habe jetzt in einem YouTube-Video gestern einen Dude gesehen, der hat ein Audioaufnahmegerät gehabt, ein Zoom H5. Also das ist schon ein bisschen was Professionelleres. Und er hat das, ich meine, hinten in dem Rucksack drin gehabt. Und hatte da natürlich super Sound. Ist die Frage, ob das notwendig ist. Also wenn es deutlich besser ist, dann werde ich mir sowas vielleicht auch überlegen. Tatsächlich war ich gestern schon so weit und habe überlegt, mir anstatt der Action 4, die ich ja jetzt gerade benutze,
eine Action 5 Pro zu holen, weil die 2 Funkmikros unterstützt. Das heißt, ich kann 2 DJI Mic direkt über Bluetooth mit der Action Cam verbinden und hätte dann auf einem Kanal die Audioquelle aus meinem Helm und auf dem anderen Kanal den Auspuffsound, was natürlich super charmant wäre. Und wieder ein bisschen weniger Aufwand bedeutet. Mal schauen. Ich bin natürlich auch ein bisschen Technik-Freak. Natürlich habe ich mir dann gestern nicht nur die Action 5 Pro angeguckt, sondern Vergleichsvideos mit der Ace Pro 2. Und muss sagen, ja, in einigen Bereichen ist die Ace Pro 2 vielleicht ein bisschen besser. Der Nachtmodus soll zum Beispiel ein bisschen besser sein. Aber ganz ehrlich, der Rest, wenn ich mir die Vergleichsvideos angeguckt habe, hat mich tatsächlich bei der Action 5 Pro mehr überzeugt. Die sah irgendwie ein bisschen cinematischer aus und ich mag das. Ich bin wirklich gespannt, wie die Audioqualität ist. Ihr könnt mir wirklich mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet und ob ihr vielleicht Tipps für mich habt. Ich bin ja noch ganz neu im Game. Also was heißt ganz neu im Game? Ich bin auch Fotograf und Videograf, das heißt, ich bin nicht ganz unbeleckt, was das angeht, aber jetzt im Motovlogging, da gibt es ja doch nochmal die ein oder andere Besonderheit. Ich bin gerade selber von mir so ein bisschen erstaunt, dass ich es hinkriege zu labern und mich auf die Straße zu konzentrieren. Da hatte ich am Anfang so ein bisschen Zweifel, ob ich das schaffe. Aber es scheint zu gehen. Diese Landstraßengeschwindigkeiten sind natürlich super angenehm zu fahren, auch ohne Windschild. Also das könnte man hier auch super mit einer Single R machen, ob jetzt S1000R oder M1000R. Es war aber mit der Ducati auch schon so, dass ich erst so ab 160, 170 das Bedürfnis hatte, hinter das Windschild zu gehen und mich zu verstecken. Alles, was da drunter ist, ist noch recht angenehm machbar, würde ich sagen. Ich habe mir auch überlegt, mal ein Video über das Thema Helme zu machen. Ich habe mich hier für den Shoei XSPR Pro, heißt er, glaube ich. Ich glaube, bei den Amis heißt er X15, kann das sein? Für den habe ich mich entschieden. Und falls euch das interessiert, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich das Thema auch mal beleuchten. So, dann geht's hier ein bisschen in den Wald.
gucken hier mal, läufst du noch? Du läufst noch, das sieht gut aus. Ganz entspannt. Ja, man kann hier ein bisschen entspannt durch den Wald cruisen, rumgestikulieren. Und das geht trotzdem gut. Ist das irgendwie störend, dass das hier Off-Center ist? Ich meine, es ist so ein bisschen nach links versetzt. Ich könnte sie natürlich auch vertikal aufbauen und dann hätte ich das Problem nicht. Aber auch das könnt ihr mir ja mal sagen, ob das irgendwie störend ist oder ob das cool ist. Ich versuche euch immer mal so ein bisschen meine Eindrücke während dem Fahren reinzustreuen. Nicht vergessen, ich komme von der V2 Ducati. Die hat ein bisschen mehr Vibration in den Fußrasten und auch in den Griffen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der bei einem reinen Vierzylinder tatsächlich angenehmer ist. Da hatte ich dann immer mal das Problem, dass mir irgendwie die Füße so ein bisschen taub geworden sind oder die Hände. Und ich meine, das passiert hier auch, aber weniger. Leute, nicht die Kurve schneiden. Ja, man hat bei dieser Maschine wirklich überhaupt kein Problem, die in die Kurve zu drücken. Die will quasi sich von alleine in die Kurve legen, kann man sagen. So, 6 Kilometer müssen wir rechts ab. Genau, wenn ich hier den Tempomat drin habe, lasse ich den rechten Fuß immer ganz gerne so ein bisschen auf der Fußbremse, weil ich ihn dann auch rausnehmen könnte relativ schnell und dann im ersten Moment die Bremswirkung vom Motor habe und im zweiten Moment natürlich hier vorne zupacke und dann ordentlich bremsen kann.
Ja, in meinem ersten Video hatte ich auch schon mal was zu dem Sitz gesagt, dass ich ein bisschen verwundert bin, dass die Maschine im Prinzip nur mit diesem M-Endurance-Sitz bestellt wird von den Händlern. Das finde ich, ja, wahrscheinlich wissen sie es vielleicht auch nicht so. Vielleicht ist das auch was Neues in der 2025er Generation. Falls das so ist oder auch nicht so ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich war eben sehr erstaunt darüber, weil der ist eben hoch und dick und dann denkt man so, ja, Endurance bedeutet Ausdauer, ne? Also ich kann da irgendwie lange Touren mitfahren, der ist wahrscheinlich super angenehm, weil er so dick ist. Und leider gar nicht, der ist halt knüppelhart und sorgt dafür, dass du als normal großer Mann nicht auf den Boden kommst ordentlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass der was für die Rennstrecke ist, weil klar, wenn du höher sitzt, kommt der Arsch ein bisschen höher. Wenn du dann auf dem Tank liegst, hast du vielleicht eine bessere Aerodynamik. Und auf der Rennstrecke ist es auch überhaupt nicht wichtig, ob du... also du musst einfach nicht oft anhalten. Und da könnte der tatsächlich sinnvoll sein, aber dann würde ich ihn doch Racing-Sitz nennen, oder? Ich habe jetzt den Standard M-Sportsitz mit dem farbigen M-Logo drauf. Da gibt es, glaube ich, auch 3 Größen. Ich meine, ich hätte die mittlere Größe. Ich kann es aber nicht hundertprozentig genau sagen. Und der ist jetzt nach meinem Empfinden recht angenehm. Also ich kann relativ easy drauf rumsliden. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie fest drauf bin. Also ich kann hier auch ganz easy ins Hanging-Off gehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon Grip-Pads am Tank und ich glaube, das ist schon hilfreich auch, dass man da noch einen zusätzlichen Punkt hat, wo man mehr Grip einfach entwickeln kann. Nach rechts. Ach, die kleinen Wandertag. Wandertag. Ist es frei? Das ist halt wieder schön, wenn man ein heillos übermotorisiertes Motorrad hat, dass du auch in so Situationen, wo man mit anderen Fahrzeugen denken würde, ach, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr ganz gut vorbei, das Ganze doch durchziehen kannst, weil du halt auf 210 PS sitzt und dann reißt du halt mal den Hahn auf und kannst auch zu dem vorausfahrenden Fahrzeug die Lücke relativ schnell schließen, noch überholen sicher und ja, das gibt schon auch so ein bisschen Sicherheit. Das muss man natürlich ein bisschen austesten, wie weit man das treiben kann, ohne ein zu hohes Risiko zu fahren. Und wir wollen natürlich kein Risiko fahren. Was heißt kein Risiko? Sobald du vor die Tür gehst und auch in deiner Wohnung hast du Risiko, aber natürlich in einem Rahmen, wo es vertretbar ist. Weil ich habe nicht vor, mich mit der Doppel-R hier tot zu fahren.
Ich will einfach sicher dieses Bike lernen und will Spaß damit haben. Und zwar nicht auf Kosten von einem überhöhten Risiko, sondern vernünftig das Ding bewegen. Ich werde im August auch ein Renntraining auf dem Hockenheimring machen. Also was heißt Renntraining? Das ist erstmal ein Schnupperkurs. Und wenn ich sage, hey, das gefällt mir, das macht Spaß, dann könnte ich mir vorstellen, das auch fortzuführen und weiterführende Trainings zu machen. Ich denke, das kann auch Erkenntnisse bringen, die einem im ganz normalen Straßenverkehr auch weiterhelfen. Weil es schadet nicht, wenn du dich doch mal verschätzt hast mit der Geschwindigkeit in einer Kurve, wenn du die im Hanging-Off auch mal notfalls knieschleifend durchfahren kannst, ne? Wohlgemerkt in einer Notsituation, wo du sonst vielleicht irgendwie ins Grüne gerauscht wärst. Da kann das, denke ich, hilfreich sein. Auch wieder sowas hier, ne? Da vorne fahren Autos, ist mir wurscht, ich fahre hier mein Tempo und genieße so ein bisschen das Bike, den Sound, die Natur. Ich finde, es ist super entspannt. Ich kann mich hier ein bisschen aufrichten. Ich kann meinen Rücken mal durchdrücken. Ich kann meine rechte Hand entlasten und einfach hier ein bisschen entspannt cruisen und die Umgebung genießen. Und das kann man auch mal auf einer Supersportler. Und man muss nicht immer nur ballern. Und das finde ich echt schön. So, jetzt muss ich gleich mal aufpassen, wo ich hier lang fahren muss. Keine ICE-Trasse durch den Spessart. Okay, Freunde, dann nicht. Dann nicht, muss auch nicht sein, ne? Bin auf eurer Seite. Super Plus 1,77. Interessant. Interessant. So, wer klotzt da am Fenster? Was ist das, die Omi? Omi oder Opi? Es ist der Opi. Grüß dich. So, ich glaube, wir müssen hier rechts ab. Ne, da hinten erst. Hier noch nicht. So, dann fahren wir Richtung Gmünden und Aura. Aura. Okay. Langgezogene Linkskurve. Wunderschön. Bin gespannt, wann es die ersten Drohnen gibt, die wirklich so gut sind mit der KI, dass mir sie quasi, wenn man eine Tour starten möchte, einfach in die Luft lässt und sie dich verfolgt. Ja klar, Gesetze und so, ne? Man darf nicht über Straßen fahren, Gefährdung von anderen Menschen und so, falls ihr abstürzt. Aber wer weiß, vielleicht werden die Regularien ja irgendwann mal in 100 Jahren in Deutschland auch so sein, dass man mit der Drohne überall hinfliegen kann.
weil vielleicht sowieso überall Drohnen fliegen. Und ich muss sagen, ich sehe in diesen Spiegeln tatsächlich mehr als bei der Ducati. Klar, auch wieder durch die Vibration. Also sie ist nicht ganz vibrationsfrei. Die vibrieren auch ein bisschen, aber in einem Rahmen, wo ich sage, da sehe ich auch bei höheren Geschwindigkeiten noch was. Ich bin wirklich mal gespannt. Diese Risoma-Spiegel, meine ich, sind ja in Deutschland nicht erlaubt. Also diese sehr bekannten, die man so zu kleinen Flügelchen drehen kann. Sehen zwar stark aus, aber ich glaube, die sind für den deutschen TÜV einfach zu klein, dass man da nicht genug drin sieht. Und jetzt habe ich über TikTok witzigerweise einen Dude gefunden. Ich glaube, der heißt Don Drehmoment. Der hat jetzt wohl eine Genehmigung bekommen. Der hat quasi das Design nachgebaut und aber so umgebaut, dass es konform ist, quasi mit der deutschen Gesetzgebung. Und der wird diese Spiegel wohl produzieren, auch für die S1000 Doppel-R. Und wenn das mit E-Nummer funktioniert, dann spiele ich mit dem Gedanken, mir die zu besorgen. Dann muss ich nur noch eine Lösung für die Blinker finden. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie gespannt ich darauf bin, wenn die Maschine offen ist und ich bis 14.000 drehen kann, was sie dann zum einen für einen Sound macht, was sie für eine Leistung bringt. Das wird echt spannend. Ich nehme euch natürlich mit, wenn ich das teste. Das ist auch so ein Ding, was ich gehört habe für das Einfahren, was man auch tun soll, ist einfach die Motorbremse nutzen. Genau, dass du im Prinzip alle Funktionen, die dieser Motor hat, ausnutzt, damit er sich ordentlich einfährt. Was man natürlich tunlichst unterlassen sollte, sind so Spielchen wie, wenn sie kalt ist, übelst die Drehzahl hochjagen oder sowas. Das wäre potenziell schädlich für die Maschine und das würde BMW auch sehen. Die können das auslesen. Und vermutlich, würde ich mal sagen, im Extremfall könnten die auch sagen, bei einem Garantiefall, also wenn du den geltend machen möchtest, dass sie sagen, Freund, du hast den Motor so gequält, der ist deswegen über die Wupper gegangen. Das wäre nicht so gut. Würde ich nicht empfehlen bei so einem teuren Bike. So, enge Kurve.
Auch so kleine enge Straßen hier im zweiten Gang mit der Maschine, ganz ruhig. Trotzdem hast du die Power immer. Achso, was ich noch zeigen wollte, auch ganz entspannt, wenn ich hier anhalte zum Beispiel, hinter mir kommt keiner. Ne, Neutralmodus, Hill Assist. Einmal fest die Vorderradbremse gezogen und ich stehe hier im Hang und super entspannt. Gute Hilfe beim Anfahren. Erste Gang rein. Vorführeffekt. Oh, hier ist mein Spot. The freshest in the place when I laps with my vibe and you can't keep the pace. Head to toe while I'm dripping in style, I'm fly. Hätte ich ihn fast verpasst. Cannot be me, never could you see me. When you this fresh, everybody wanna greet me. Check the clock, now I check my wrist. Ice so bright, the whole room stay lit, I know. You wanna match my style, you haven't seen someone like me in a while. It looks easy, I make it look easy. Born to be fly, know you really believe me. I leave the room, energy remains. I'm the flyest, stacked up with all these chains. New swag, my swag, here I go. I'm so fresh all around the globe. There ain't no other that can take my role. I'm so hot, but the style so cold. In every room, you know that I reign. Eyes on me, can't deny the fame. Now watch the kicks, don't step on my shoes. Outfit changing for every mood. Don't hate what you see, I'll bring it to the game. So sad. So, Freunde. Irgendwas muss natürlich immer schief gehen. Ich habe natürlich die anderen Akkus für meine Action 4 vergessen. Deswegen ist der Akku schon ein bisschen schwach jetzt. Und bevor ich wieder vergesse, ein paar abschließende Worte zu sagen, mache ich das lieber jetzt. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Fragen habt, immer alles in die Kommentare ballern. Und ich versuche darauf einzugehen. Und ja, seid gespannt auf viel mehr. Demnächst kommt noch mein SC Project Endtopf. Da werde ich euch mitnehmen. Und ja, mir fällt noch vieles ein. Also dann, bis zum nächsten Mal.